Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Heute haben wir wieder ein vollgepacktes Video mit allen möglichen News zum neuen Update und was das alles mit in sich enthält. Vor allen Dingen Fokus auf das neue Pilzpaket bzw. VIP-Paket, was man erwerben kann, ob sich das lohnt, ob man sich das kaufen sollte. Und es gibt neue Epics und vieles weiteres. Das Ganze gehen wir jetzt mal einmal im Detail durch. Das neue Update ist nämlich da. Neue Features, ja, Flimmerkiste. Es wurden weitere Möglichkeiten hinzugefügt, durch das Anschauen von Werbevideos Wartezeiten zu überspringen. Leider unterstützt Steam keine Ingame-Werbung, sodass diese Option auf dieser Plattform nicht verfügbar sein wird. Ja, also das Ganze ist hier Update 27.5. Dann die Pets. Einmal täglich kann nun jeweils die Wartezeit für ein Habitat und einen Pet-Kampf übersprungen werden. Dungeons überspringen der Wartezeit in Dungeons einmal am Tag. Becherspieler einmal täglich die Wartezeit beim Würfelspieler überspringen geht auch. Ja. Dann haben wir als nächstes Twitch-Drops. Wir haben einen Twitch-Drop erstellt, der epische Gegenstände aus einem Set anbietet, das unseren kooperierenden Content-Creators gewidmet ist. Diese Gegenstände werden zu deinem Fortschritt im Sammelalbum beigetragen. Wie üblich werden diese Epics im Sammelalbum hinzugefügt, wenn man einen Gegner in der Arena besiegt, der diese Gegenstände ausgerüstet hat. Ja, die gucken wir uns gleich auch nochmal an. Dann gibt es hier die Badenänderung kommt jetzt. Der Einfluss von Ausdauer auf die Bonusdauer der Melodie der Durchschlagskraft des Baden ist entfernt. Das hatten wir ja schon länger auf dem Schirm gehabt, dass das kommen wird. Also sehr cool für alle Baden auf jeden Fall. Und dann gibt es jetzt beim Pilzdealer, das Layout des Pilzdealers wurde überarbeitet. Die Shop-Kategorien werden nun in Tabs angezeigt, anstatt untereinander. Und hier mit dem Pilzdealer wird auch ein neues Pilzpaket hinzugefügt. Und zwar nennt sich dies folgendermaßen das VIP Special Pack. Das wird von Zeit zu Zeit erwerbbar sein. Für einen bestimmten Zeitraum wird das dann auch wieder im Webshop dann erhältlich sein. Und hier bekommt man dann den VIP-Status für 28 Tage. Und das hat Folgendes zu bedeuten. Im Prinzip hat man dann für 28 Tage Freibier in der Taverne und man bekommt zweimal ein kostenloses Mount für 8 Euro. Ja? Jetzt natürlich die Frage, okay, lohnt sich das? Das muss man natürlich jetzt mal ausrechnen. Also wenn wir jetzt mal die 28 Tage nehmen, und jeden Tag 10 Pilze für die Taverne ausgeben. Ein Bier ist ja immer kostenlos so, ne? Dann kommen wir hier auf 280 Pilze. Ja? Wenn wir jetzt hier, warte mal, wir können das ja mal so ein bisschen verdeutlichen hier mit einem Taschenrechner, so 280 Pilze haben wir jetzt hier durch dieses Paket. Dann, wenn wir jetzt hier zum Stall gehen, so und den Greifendrachen uns anschauen, wenn wir den zweimal leasen, dann müssen wir hier natürlich 50 Pilze einkalkulieren mit. Das heißt 280 plus 50 Pilze. Da kommen wir jetzt auf eine Summe von 330 Pilzen, die wir jetzt hier für 8 Euro erwerben können. Wenn wir das Ganze jetzt mal teilen, also geteilt durch die 8 Euro, dann kommen wir hier auf 41,25 Pilze pro Euro sozusagen. Ja? Ist das jetzt worth? Fragt ihr euch denn vielleicht so, ne? Naja, nehmen wir jetzt mal an, wir nehmen hier das 100-Euro-Paket zum 20% Sale. Dann bekommen wir ja mit dem 100-Euro-Paket ohne den 20% Sale 3000 Pilze und mit 20% dann 3600. So, wenn wir jetzt hier die 3600 nehmen und dann geteilt durch 100 Euro natürlich, ne, bekommen wir hier 36 Pilze pro Euro für das 100-Euro-Paket. Das heißt, wir haben hier im Vergleich 41,25 Pilze im Vergleich zu dem 100-Euro-Paket mit 20% Aktion. Das heißt, im Prinzip bekommen wir hier mehr Pilze für unser Geld. Das ist, denke ich mal, eine sehr gute Option, gerade für Ego- bzw. Low-Ego-Spieler, die trotzdem immer das Wertvollste aus dem Game halt rausholen wollen. Also Low-Ego-Spieler definiert es halt so, dass die halt wirklich das Notwendigste in dem Game halt eben kaufen. Die sind zwar nicht Free-to-Play, aber die kaufen sich das Notwendigste. Und das ist halt eben das Mount und die 320 Alu jeden Tag. Ja? Und das habt ihr hier mit diesem Paket abgedeckt und das halt sogar noch günstiger, als wenn ihr euch ein 100-Euro-Paket zur 20% Aktion kauft. Ja, also das ist definitiv interessant für die Low-Ego-Spieler unter euch, die
das Nötigste aufladen, aber mehr nicht und halt wirklich nur das Nötigste, aber effektivste machen. Natürlich wird es das auch hier wieder im Webshop geben, da müsst ihr dann ein Auge drauf werfen. Ich werde euch dann informieren, wenn diese Pakete im Webshop dann auch verfügbar sind, dann macht bitte nicht den Fehler und ladet über Steam, iOS oder Android auf dieses Paket, dann kostet euch das nämlich nicht 8 Euro, sondern dann kostet das 20% mehr und über den Webshop bekommt ihr das dann halt eben für diese 8 Euro. Ja, gerne könnt ihr natürlich auch, falls ihr euch das Paket holt, natürlich auch sehr gerne hier supporten, falls ihr da Bock drauf habt und das feiert hier, beziehungsweise mir damit was wiedergeben wollt, dann bedanke ich mich auf jeden Fall für jeden da draußen, der sich das Eco-Paket, so nenne ich es jetzt einfach mal, holt und da an meinen Creator-Code denkt. Deswegen vielen lieben Dank. Ihr habt es ja gesehen, ihr müsst selbst entscheiden, ob sich das für euch lohnt. Ihr habt im Vergleich mehr Pilze, als wenn ihr jetzt ein 100-Euro-Paket holt mit 20% Aktion, muss man dazu sagen. Ja? Deswegen preis-leistungstechnisch ist das Paket, denke ich mal, vollkommen in Ordnung, würde ich sagen, wenn man das jetzt mal so durchkalkuliert. Ja? Dann kommen wir hier einmal zu den Verbesserungen. Bibliothek der Akribie. Die Klickfläche der einzelnen ausklappbaren Kategorien wurde erweitert, sodass nun die gesamte Fläche angeklickt werden kann, um die Kategorie auszuklappen. Charakteransicht. Wenn man über einen leeren Trankslot hovert, wird nun ein Tooltip mit einem Hinweis angezeigt, dass man Tränke im Zauberladen kaufen kann. Ja, dann nochmal was zur Flimmerkiste. Diese wurde optimiert, sodass die Funktionalität nun zuverlässiger ist. Browser-Wartezeiten in der Arena und das Erneuern von Angeboten im Zauber- und Waffenladen kann nun auch in der Browser-Version durch das Anschauen von Werbevideos übersprungen bzw. aktualisiert werden, was ja teilweise vorher nur mit der Handy-Version ging, und das ist natürlich dann halt eben für die Leute, die nicht nur Mobile spielen, natürlich auch ganz geil, dass die Leute das im Browser auch genauso machen können. Ja, für Free-to-Play-Spieler ist das, denke ich mal, auch ein cooles Update auf jeden Fall. Es gibt nun einen dedizierten Button, um einen Werbevideo-Skip auszulösen. Ja, Post-System-Nachrichten können nun gesammelt gelöscht werden, sofern sie generell löschbar sind. Ne, wenn ihr jetzt zum Beispiel voll gespammt mit irgendwelchen Drops oder so seid, das ist natürlich dann immer ganz vorteilhaft, wenn man das dann auch gleich entfernen kann. Toilette der arkanen Götter, die fehlerhafte Angabe im Infoscreen der Toilette, die besagt, dass die Wahrscheinlichkeit zum Erhalt von Epic nach einer Spielung mit steigender Aura-Level steigt, wurde korrigiert. Ja, und dann gibt es hier halt eben noch ein paar kleine behobene Fehler auf jeden Fall. Öffnet man die Rahmenauswahl in der Einstellung, wird einem nun wieder der aktuelle ausgerüstete Rahmen vorausgewählt angezeigt. Gaukler Goblin, ein visueller Fehler wurde behoben. Der Runen im Login-Bonuskalender anzeigt, obwohl der Arena Manager abgeschlossen war. Ja, das war nur ein visueller Bug gewesen. Dann internationale Ehrenhalle. Spieler können nun nicht mehr aus der internationalen Ehrenhalle aus angegriffen werden. Dies führt zuvor zu Fehlern, wenn ein ausgewählter Spieler nicht von der eigenen Spielwelt war. Rahmen werden nun auch in der internationalen Ehrenhalle angezeigt. Ja, genau. Und so sieht das Ganze aus. Und noch einen kleinen Nachtrag zur Post und zum F9 alten Client. Die oben genannten Änderungen und Neuerungen sind ausschließlich in den Update 27.5 enthalten. Spieler auf der Welt F9, die den alten Clients des Steam, iOS, Android anstelle des Preview-Clients verwenden müssen, unter anderem mit diesen Problemen rechnen. Da gab es bei uns auch schon in-game hier auf F9 auch schon eine Mail dazu. Ja, Werbevideos können möglicherweise nicht angeschaut werden. Für das Ansehen von Werbevideos gibt es keine Belohnungen. Ne? Das ist aber jetzt nur F9 exklusiv bei mir auf dem Server. Ja, da hat der Rest jetzt damit erstmal weiter nichts zu tun. Also ganz coole Updates auf jeden Fall. Und ja, dann haben wir natürlich auch noch die Epics am Start. Und zwar haben wir das einmal hier. Ja, hier haben wir jetzt das neue Epic-Set. Also das ist ein komplett neues Set, was jetzt so rauskommen wird. Und das kann man erhalten durch Twitch-Drops. Und diese Items sind Anspielungen an die Drop-Streamer. Also, ja, wen gibt's da alles? Mo, Tuny, Zombie, Domka, Neutral. Ich glaube Derafin, ja, Derafin hat hier auch irgendwie 2 Items mit seinem Schweinchen, glaube ich, hier, und das Shirt, das ist, glaube ich, das, was ich erkannt hatte. Genau, also das ist jetzt nur den Drop-Streamern speziell vorenthalten, also die Droplets-Streamer haben sowas jetzt nicht. Das ist jetzt exklusiv für die, die halt eben die Drops besitzen, und die könnt ihr halt dann eben dort auch farmen. Die werden dann halt eben euch gut geschrieben, und
im Sammelalbum dann halt eben auch dementsprechend hinzugefügt. Wenn Leute die ausrüsten sollten, dann kann man die auch durch die Ehrenhalle füllen, indem man halt die Leute halt einfach ganz normal angreift und sich dann halt eben den Kampf gewinnt, dann werden die auch im SA dann hinzugefügt. Also das sind quasi Prozente, die ihr halt dann wieder farmen müsst, ansonsten questet ihr eventuell nicht mit dem maximalen Sammelalbum-Boni. Also da muss man auf jeden Fall dann gucken, dass man die dann auch bekommt. Ansonsten ist das natürlich eine ziemlich geniale Sache, muss ich sagen. Also ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich auch schon sowas sehr, sehr gerne hätte, tatsächlich. Aber wie gesagt, das ist halt eben jetzt exklusiv den Dropstreamern vorenthalten so. Aber definitiv sei denen das gegönnt. Ist auf jeden Fall cool, ein eigenes Item von sich natürlich in-game zu bekommen, zu haben. Das ist natürlich auch eine Riesenehrung und wäre natürlich auch absolut was man als Streamer selbst dann halt auch eben ausrüsten würde. Also würde ich jetzt hier auch mein eigenes Item bekommen, würde ich das natürlich auch auf jedem Account dann halt eben tragen und vor allen Dingen ist es dann halt auch cool, wenn Leute du gehst so durch die Ehrenhalle durch und Leute haben vielleicht so dein Gegenstand an, so, das ist natürlich ziemlich geil, wenn man das auch vor allen Dingen auch bei anderen Spielern dann seine eigenen Items und sowas dann sieht. Ne? Ja, keine Ahnung, ob sowas auch irgendwann in entferntester Art und Weise auch für Droplet-Streamer oder generell noch für andere Content Creator gibt oder so, das kann ich euch nicht sagen, aber jetzt im Moment ist es halt erstmal für die Drop-Streamer. Und halt eben jetzt neue Items, die da gefarmt werden müssen. Jo, das auf jeden Fall erstmal soweit zu dem neuen Update. Jetzt wisst ihr da auch erstmal soweit Bescheid. Und ich hoffe, euch konnte das Video ein bisschen weiterhelfen und ihr seid da wieder auf dem aktuellsten Stand der Dinge. Wenn es irgendwas Neues gibt oder hier diese VIP-Packs oder sowas am Start sind, dann werde ich euch da definitiv auch hier auf dem Kanal informieren. Deswegen, falls ihr noch kein Abo dagelassen haben solltet, könnt ihr es natürlich auch sehr gerne tun. Dann seid ihr immer auf dem aktuellsten Stand. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.